So, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma 9FF. So, wir präsentieren hier heute unser VAG bzw. in dem Fall Golf-Projekt. Wir machen schon seit ein bisschen längeren Entwicklung auf der Basis EA888 Gen 3. Das ist ja der Motortyp, der in diesem Fahrzeug steckt und glücklicherweise auch in sehr vielen anderen Plattformen. Sprich, ob es der TTS ist, der Audi S3, Skoda Octavia RS, selbst im Macan gibt es den 2 Liter EA888. Und ja, deswegen haben wir uns dann dazu entschlossen, so etwas auch zu machen. Ja, ausschlaggebend war hauptsächlich dafür, dass viele unserer Kunden halt privat nicht jeden Tag ihren Porsche fahren, sondern halt meistens im Alltag so ein Auto bewegen. Ja, und da mein Vater ja schon immer ein Faible für Golf hat oder generell für VAG-Fahrzeuge, haben wir uns dann einen gekauft und dachten uns, wir probieren uns da mal dran. Da wir auch Fahrzeughersteller sind und TÜV-Gutachten machen, war für uns natürlich im Vordergrund ganz wichtig, dass wir das Auto TÜV-fähig gestalten. So, in dem Falle haben wir halt ein TÜV-Gutachten erstellt für Basis Golf 7R Facelift für 500 PS. Also wir können legal 500 PS in Fahrzeugschein eintragen, ist kein Problem. Wir haben alle Geräuschmessungen gefahren, alle Abgasmessungen, das volle Programm, alles was dazugehört. Wir haben viel Spaß mit den Autos gehabt, haben aber viel gelitten. Das ist natürlich was ganz anderes als Porsche. Wenn man natürlich Porsche gewohnt ist, ist man natürlich auch von Haus aus sehr hochwertige Teile gewohnt, was bei dem VW leider manchmal nicht ganz so gegeben ist, wo man dann doch schon viele Sachen tauschen muss, die man beim Porsche schon gelassen hätte. Fangen wir mal an mit unserem Auto hier. Also ich würde sagen, wir erzählen jetzt mal ein bisschen was zu dem Fahrzeug hier, was im Hintergrund steht, und dann gehen wir mal ein auf die verschiedenen Steps, die wir für diese Fahrzeuge im Programm haben. Also hier handelt es sich jetzt um einen Golf 7R Facelift, also Golf 7R.2. Der hat schon das 7-Gang-Getriebe DQ381 DSG, 2 Liter Motor, EA888 Gen 3, wie schon gerade eben erwähnt. Und ja, wir haben hier ziemlich viel umgebaut. Das Auto hat natürlich unser 500 PS Gutachten drin. Der hat einen großen 500 PS Umbau, den man noch upgraden kann mit Wassermethanol, anderer Software und ein bisschen Kleinscheiß und kommt dann auf 630, 650 PS, was ich persönlich schon sehr cool finde, weil wenn man sich jetzt so einen Golf anguckt, klar, unser ist jetzt ein bisschen hergemacht, damit man halt ein Wiedererkennungsmerkmal hat, aber wenn man jetzt so ein Auto ganz Serie lassen würde, also ganz normaler weißer Golf R, man macht die ganzen Badges überall weg, hat man, glaube ich, schon einen sehr, sehr coolen Sleeper, den man im Alltag bewegen kann, ohne große Einbußen zu haben. Der Riesenvorteil ist, es ist natürlich alles die VAG-Gruppe. Das heißt, Porsche bedient sich natürlich auch so ein bisschen. Ne? Also die Autos ähneln sich schon irgendwo. Also in der Haptik und so, wie sie alles anfasst, wie man, die ganze Bedienung des Fahrzeugs ist natürlich alles sehr bedienerfreundlich und für einen Porsche-Fahrer alles nicht besonders schwierig, um damit klarzukommen. Was haben wir jetzt speziell gemacht an diesem Fahrzeug? Wie schon gerade erwähnt, natürlich klar, unseren Umbau für das TÜV-Gutachten. Wir haben jetzt auch eine Frontlippe hier mit dran und noch einen anderen Diffuser hatten wir mal dran. Ich glaube, den haben wir jetzt nicht mehr dran. Haben die Folierung bei dem Auto gemacht, haben ein H&R Deep-Fahrwerk hier eingebaut. Grüße gehen raus an Selim. Bremse und sowas ist eigentlich alles original. Das war auch beabsichtigt. Und zwar, dass das wirklich auf jedes Fahrzeug übertragbar ist. Weil wenn man natürlich anfängt, jetzt eine RS3-Bremse drauf zu bauen und macht da mal ein 500 PS Gutachten, bräuchte natürlich auch jedes weitere Fahrzeug einen Bremsenumbau. So, da wir das jetzt aber so gestalten wollten, dass wir wirklich nur hardwaretechnisch am Schluss was verändern, ist bei dem Auto hauptsächlich natürlich auch die Hardware verändert worden. Auspuffanlage ist von uns, Downpipe ist von uns, die ganzen Ansaugrohre, in dem Fall heißen die ja Chargepipes bei den Autos, Ladeluftkühler ist auch von uns, ein riesiges Teil, geht über die ganze Front, also der reicht bis 700 PS, hatten wir auch, glaube ich, noch nie großartig Probleme mit. Das Einzige, was ein großes Problem bei den Autos ist der Zylinderkopf. Es gibt ja auch diesen Mythos, bei 500 PS brechen die Kolben durch. Das hat nichts mit dem 500 PS zu tun, sondern die meisten Leute, es gibt viele Leute, die fahren 500 PS mit einem Serienmotor, für die, die sich nicht so in dem Thema nicht so großartig mit befasst haben. Ja, das Hauptproblem ist halt einfach, dass du halt deine Abgase halt nicht wegbekommst. Die bekommt man nicht quitt mit der Serien-Downpipe oder einer 76 mm Downpipe. Gerade wenn du 500, 550 PS fährst, ist der Abgasgegendruck zu hoch und irgendwann brechen die Kolben durch, weil einfach die thermische Belastung im Zylinder so hoch ist, dass die Wärme abgeleitet wird auf den Kolben. Der Kolben ist das weicheste Bauteil, weil er aus Aluminium ist, und deswegen bricht dann halt dieser sogenannte Feuersteg. Das ist das Stück quasi vom ersten Kompressionsring bis zur Kolbenkante oben. So, der bricht halt einfach durch, weil er einfach weich wird. Das Material ist nicht gut genug, ist halt kein Schmiedekolben, sondern ein Standardgusskolben. Das war eine große Problematik für die Autos. Deswegen haben wir uns entschieden, für alle Autos, die mehr als 500 PS haben, Wassermethanol einzubauen. Nicht für Kraftstoffersatz oder Kühlung, sondern wirklich nur rein, um Abgastemperatur runterzukühlen, dass man halt nicht diesen berühmt-berüchtigten
Kolbenbrecher, also dass man diesen Ringsteckbruch hat oder dass halt einfach die Kopfdichtung kaputt geht. Weil das größte Problem ist halt, wenn man halt zu viel Temperatur im Brennraum hat und der Kolben ist zwar ab kann, irgendwann fängt ja an, der Kopf auch viel mehr aufzunehmen, gerade wenn man lange Vollgas fährt und dann verzieht sich der Kopf und der Kopf ist krumm. Somit hat man natürlich dann halt einen Kopfdichtungsschaden, den man natürlich vermeiden möchte. Also bei dem Auto haben wir jetzt unseren größten Motorumbau gemacht. Also es ist im Prinzip die stabilste Variante, die wir für diesen Motortyp anbieten. Der ist für 650 PS ausgelegt. Das umfasst eigentlich sehr viel. Also Motor fangen wir mal an, einfach mal ganz unten im Shortblock, also nur im Rumpfblock. Davon bleibt eigentlich nicht relativ viel Serie. Das Einzige, was Serie bleibt, ist zum Beispiel jetzt die Kurbelwelle. Block wird aufgebohrt, da kommen unsere Übermaßkolben rein, in 83 mm. Da haben wir spezielle Kolbenringe für. Wir haben extra X-Schaftpleu. Jedes Pleu kann 250 bis 300 Newtonmeter, also es verpackt genug Drehmoment für die 4 Zylinder. Dann machen wir andere Hauptlager und Pleulager rein, dickere Pleulager. Das ist gerade ganz ausschlaggebend, weil sie nämlich in dem Serienmotor, um Reibung zu sparen, sehr dünne Pleulager haben. So, die sind aber natürlich nicht gut für hohes Drehmoment, weil sie können die Kraft nicht besonders gut aufnehmen. So produziert man halt schnell, ich will nicht sagen einen Pleulagerschaden, aber sehr hohen Abrieb im Lager, der natürlich dann irgendwann zu einem Pleulagerschaden führen könnte. Dann Hauptlagergasse haben wir unseren Stehbolzensatz. Also da kommen stärkere Stehbolzen rein. Normalerweise sind da Zugankerschrauben drin. Die dehnen sich natürlich irgendwann und bei höherer Drehzahl fängt die Kurbelwelle natürlich durch andere Gewichte an zu arbeiten. So, um die Kurbelwelle in ihrer Stelle zu halten, in ihrer Position, wo sie gelagert ist, machen wir dementsprechend stärkere Stehbolzen rein mit einem anderen Anzugsdrehmoment, dass sich das dann halt nicht arbeiten kann und genau da bleibt, wo es ist. Thema Zylinderkopf. Zylinderkopf bauen wir auch um. Wir bauen die Autos generell immer auf M12 Stehbolzen um. Kopfstehbolzen oder Kopfschrauben, kommt drauf an, in welcher Ausbaustufe. Da kommt eine spezielle Kopfdichtung rein. Haben wir auch 2, 3 verschiedene Setups für weniger Kompression, für weniger Verdichtung. So, dann haben wir natürlich noch halt die Option mit unserer Spezialausbaustufe für Autos, die mehr als 3 Bar Ladedruck fahren wollen. Eine ganz spezielle Dichtung mit gefrästen Teilen. Ist ein bisschen aufwendiger, kostet natürlich auch eine Ecke mehr. Aber für jemanden, der sagt, ich betreibe das hier wirklich als Hobby, motorsportmäßig und nicht mehr als Daily, kann ich das auf jeden Fall nur empfehlen. Zylinderkopf ist bei dem Auto CNC gefräst, glaube ich aber persönlich, dass es nicht unbedingt viel bringt. Wir haben ein anderes Auto, also wir haben ein paar mehr Autos mit dem Setup am Laufen, aber ein Auto, mit dem ich selber auch sehr viel gefahren bin, hat im Prinzip den gleichen Motorumbau wie der, nur den CNC gefrästen Kopf nicht und ist bisher genauso schnell. Also ich glaube nicht, dass es ein Muss ist für diese Fahrzeuge. Kann aber natürlich nicht schaden. Ja, Nockenwellen sind in dem Fall noch original. Ich habe auch mehrere Serien Nockenwellen mal gekauft und mal ausprobiert. Die haben verschiedenen Hub, aber es gibt keine, die mehr Hub hat original als die vom Golf R. Das ist natürlich halt auch ein Problem, weil man halt natürlich seine Abgase dementsprechend nicht gut genug abführen kann. Wenn man jetzt eine schärfere Auslassnockenwelle hätte, wird das besser funktionieren. Ist bei den Autos aber sehr schwierig, weil die nämlich eine Umschaltung haben für die Auslassnockenwellen, kleinen und großen Hub. Ja, sowas ähnliches wie, wenn man sich mit Porsche auskennt, ist so ähnlich wie Vario Cam Plus. Ja, das machen die halt für ihre Abgasfahrten, damit die halt möglichst schnell den Cut warm bekommen, dass sie, wie soll ich sagen, im Teilersbereich, wenn das Auto angeht, alle Abgase möglichst schnell in den Cut bekommen, dass der Cut ganz schnell heiß wird und die Abgase halt umwandeln kann. Deswegen haben wir auch gesagt, wir hören auf bei diesen Autos bei 650 PS. Das ist die Grenze, die wir ziehen mit dem Motor. Da kommt demnächst bald noch was Neues mit einem anderen Motor. Kein 5-Zylinder, weiterhin 4-Zylinder. Bei dem Auto ist relativ wenig Serie geblieben, also Motor ist komplett umgebaut. Ach, eine Sache habe ich noch vergessen, Zylinderkopf. Wir bauen natürlich immer noch andere Ventilfedern ein. Dadurch, dass man höher dreht und mehr Ladedruck fährt, fangen die originalen Ventilfedern irgendwann an zu flattern, so nennt sich das. Das heißt, das Ventil wird durch den Druck, der im Brennraum entsteht wie so ein Unterdruck vor dem Ventil und das Ventil wird aufgezogen. So, und das möchte man natürlich nicht, wenn der Motor gerade beim Verdichten ist, ne? Weil dann wird natürlich alles entweichen auf die Frischluft- oder Abgasseite. Das wäre natürlich eher blöd. So, deswegen natürlich dann unsere Upgrade-Ventilfedern. Wir haben auch noch Upgrade-Ventilfeder-Teller dafür. Halt natürlich auch, wenn man die Originalen benutzt, sind die zu schwer für die Mehrdrehzahl und das Ventil bzw. die Feder kann nicht schnell genug schließen oder öffnen. Das war zum Thema Motor. Wir haben unsere Chargepipes in dem Auto drin. Es gibt natürlich die günstige Variante aus Aluminium, so wie man das kennt. Wir haben aber auch eine Variante aus Edelstahl mit V-Band-Schellen, die natürlich halt für höhere Ladedrücke sind, dass man halt in dem Auto auch in der Nähe von 3 Bar ohne Probleme fahren kann, ohne dass das immer alles auseinander. Ja, wir haben eine große Ansaugung noch in dem Auto verbaut. Ein spezielles Kraftstoffsystem von uns, also Upgrade-Hochdruckpumpe, Upgrade-Stößel, Intankpumpe umgebaut. Wir haben andere Hochdruckinjektoren, da die originalen Hochdruckinjektoren maximal bis 500, 520 PS reichen. Diese reichen in der Ausbaustufe für ca. 680 bis 700 PS.
wird man aber in dem Setup wahrscheinlich nicht erreichen. Ich würde sagen, ich mache mal vorne auf und wir gucken erstmal rein einmal ins Auto. Wir haben nämlich auch, ja, da das ja, habe ich noch gar nicht gesagt, das Privatauto meines Vaters ist, der fährt hier nämlich im Alltag, haben wir in dem Fall nämlich halt auch mal seine alten Lieblingssitze eingebaut. Und zwar die Sitze aus unserem GT9. Die Sitze kommen nämlich ursprünglich aus einem unserer ersten Rekordfahrzeuge. Mein Vater ist in diesen Sitzen damals 409 km/h gefahren. Nur so nebenbei. Ja, Sitze haben wir reingemacht, einfach Gewichtsersparnis und sind deutlich gemütlicher, meines Empfindens nach, als die Seriensitze. Sonst haben wir im Innenraum eigentlich nicht großartig viel verändert. Das Einzige, was wir noch eingebaut haben, komm mal her, das sieht man von hier ganz gut, da durch das Lenkrad durch. Die linke Luftdusche musste weichen. Da ist jetzt ein Display drin von der Firma Vector, worüber wir uns sämtliche Sachen anzeigen lassen können. Ob das Kraftstoffdruck ist, Temperatur, Niederdruck, Hochdruck, Zündwinkelrücknahme, so ziemlich alles, was wichtig ist, wenn man so ein leistungsgesteigertes Auto fährt und damit auch wirklich lange Spaß haben möchte. Weil in dem Segment, es kann immer mal was passieren, es kann immer mal eine Kraftstoffpumpe kaputt gehen oder ein Injektor oder irgendwas. Und man kann schnell sehen, wo der Defekt liegt oder wo etwas sein könnte. Und man weiß, okay, jetzt gebe ich kein Gas mehr, um halt, ja, das Auto einfach heile zu lassen und nichts kaputt zu machen. Gewisse Sicherheitsfaktoren sind sowieso einprogrammiert in das Fahrzeug, aber irgendwo muss man auch selber ein bisschen den Kopf einschalten. Ja, sonst, wie man sieht, wir haben hier noch Felgen drauf von der Firma Rotiform. Die hat uns unser guter Freund Jean-Pierre, ja, die konnten wir bei dem glücklicherweise erwerben. Felgen, finde ich, sehen super aus auf dem Auto, sind 19 Zoll. Also im Prinzip Standardgrößen übernommen, wie eine Serienfelge auch ist, nur halt in dem Fall mit der Zentralverschlussoptik. Ich würde sagen, das mit dem Blau passt ganz gut, gerade zum Thema R. Und ja, da unsere Firmenfarbe ja früher blau war, haben wir uns entschieden, das bei dem Auto dann auch durchzuziehen. Ja, ich glaube, sonst gibt es gar nicht großartig viel zu erzählen. Ich würde sagen, wir gehen noch einmal rum ums Auto, dann kann man sich hier vorne noch mal unseren Auspuff angucken. Wir haben das ziemlich dezent gehalten in 89 mm, so wie sich das gehört bei so einem Auto, nicht so groß. Und ja, wie man dann jetzt hier unschwer erkennen kann, haben wir dann natürlich jetzt 4 Endrohre von uns, wie sie am Porsche sonst auch mitfahren. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt erstmal genug Informationen bekommen. Wir machen jetzt noch mal ein paar Fahraufnahmen und dann gehen wir gleich noch mal ein bisschen weiter auf die Umbauten ein. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Nachdem wir jetzt gerade eben mal ein paar Fahraufnahmen gemacht haben zu dem Auto, muss ich euch ja noch erzählen, was für Umbaukits wir für diese Autos anbieten. So, also wir fangen natürlich ganz standesgemäß an wie jeder andere auch mit einer Stage 1. Stage 1 beim Golf 7R, egal ob Facelift oder Vor-Facelift, kommt man so ungefähr auf 360 PS, würde ich sagen. 350 vielleicht maximal, 350, 360 ist schon mehr als ausreichend. Dadurch, dass man ja die Serien-Downpipe und sowas noch drin hat, quält man den Motor sonst auch irgendwann. So, die nächste Stufe wäre eine Stage 2. Stage 2 beinhaltet bei uns immer hauptsächlich eigentlich die Downpipe und die Chargepipes. Die legen wir jedem ans Herzen einzubauen, einfach um den Serien-Turbolader ein bisschen zu entlasten. Dadurch, dass wir natürlich jetzt bei einem leistungsgesteigerten Auto, bei einer ECU-Programmierung wird natürlich der Ladedruck unter anderem erhöht. Und damit erhöht sich natürlich auch der Abgasgegendruck und er möchte auf der Frischluftseite natürlich mehr saugen, dadurch, dass der Turbolader mehr dreht. Die originale Chargepipes wird aber an mehreren Stellen ganz doll verjüngt und deswegen wird der Turbolader auf der Frischluftseite halt sehr beansprucht und auf der Gegenseite halt genauso durch den Abgasgegendruck. Das heißt, man zieht und drückt permanent auf die Welle, was natürlich schlecht ist für die Lagerung. Dadurch, dass man jetzt die größeren Chargepipes einbaut, entlastet man die Frischluftseite, dadurch, dass dem Turbolader das Saugen halt viel leichter fällt, genauso wie mit der
Upgrade Downpipe, die wir machen unsere immer 89, dass die Abgase einfach besser weg können. Das heißt, der Turbolader kann freier arbeiten, er kriegt sein Abgas besser quitt, kann es viel einfacher ansaugen, hat den Vorteil, dass der Turbolader viel länger lebt und die Lagerung nicht so doll belastet wird. So, bei der Stage 2 kommen wir damit auf ungefähr 380, 390 PS. Man schafft auch über 400, würde ich aber keinem empfehlen, weil der Turbolader nach kürzester Zeit kaputt geht. Den nächsten Schritt, den wir machen, ist das Turbolader Upgrade. So, 450 PS. 450 PS machen wir die Hochdruckpumpe immer mit. Hochdruckpumpe, Turbolader Upgrade. Ansaugung muss nicht sein. Ich würde so für die Emotion immer mitmachen, weil klingt einfach geiler. Das Ansauggeräusch ist natürlich fett und am meisten macht natürlich das Ganze rundum Spaß. Ne? Der klingt besser, der saugt besser an, das Schalten und so. Ne? Das ist ja das, warum man so einen Umbau am Schluss überhaupt macht. So, also 450 PS mit Serienmotor ist die letzte Ausbaustufe, die wir machen. Wie gesagt, Hochdruckpumpenstößel, Ansaugung, Downpipe, Chargepipes, Turbolader. Das geht auch noch mit dem Serienladeluftkühler, geht aber nur begrenzt. Also man kann jetzt nicht versuchen, mit dem Auto 250, 300 zu fahren und erwartet, dass man immer noch die gleiche Leistung hat. Das funktioniert natürlich nicht, weil der Serienladeluftkühler nur in dem Bereich zwischen 100 und 200 in der Lage ist zu kühlen. Danach steht man so lange im Gas, dass der Ladeluftkühler einfach nicht mehr ausreichend ist. Die Ansauglufttemperatur erwärmt sich enorm und dadurch wird natürlich die Leistung weniger hinten raus. Weil warme Luft kann weniger Kraftstoff tragen und dadurch entsteht natürlich weniger Ladedruck. So. Beziehungsweise ist es schlau, weniger Ladedruck zu machen, weil er sonst anfangen würde zu klingeln, weil er natürlich jetzt weniger Kraftstoff bekommt als vorher, als er braucht, um seine Leistung zu erreichen. So, die nächste Stufe wäre 500 PS. Für 500 PS lege ich jedem ans Herz, den Motor zu machen. Es funktioniert mit Sicherheit mit dem Serienmotor, wir werden es aber keinem verkaufen. Aus dem einfachen Grund, weil es immer jemanden gibt, der versucht mit so einem Auto am Schluss 300 zu fahren. Und wenn dann am Schluss der Kolben kaputt ist, ist das Gejammer groß und wir müssen das am Schluss bezahlen. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, wenn jemand einen 500 PS Umbau machen möchte, machen wir immer den Motor mit. Bei den 500 PS in der ersten Stufe muss man zum Glück nicht besonders viel am Motor verändern. Wir bauen unsere Pleuel ein, unser Kopfstehbolzensystem mit unserer geänderten Kopfdichtung und die anderen Federn bauen wir ein. Also alles Produkte von uns, die wir extra für das Auto entwickelt haben, die da am Schluss in das Auto reinkommen. Das wäre jetzt die Ausbaustufe für 500 PS. Wenn wir jetzt weitergehen, wie eine Ausbaustufe bei unserem Auto, und man möchte Richtung 600 PS oder mehr, muss man natürlich schon deutlich umfangreicher angreifen. Also hier bleibt deutlich wenig von dem Serienauto über. Was ich gerade vergessen noch habe zu sagen, zu dem Paket mit dem 500 PS, bei dem 500 PS muss man die Innentankpumpe schon mitmachen. Wenn wir jetzt auf den Schritt hier gehen, Richtung 600 PS und mehr, ist noch ein bisschen mehr, was man machen muss. Also bei dem 500 PS Schritt kann man noch zum Beispiel auf Basis Serienturbolader arbeiten, der natürlich dementsprechend vergrößert wird. Der wird auf der Frischluftseite aufgedreht, also der wird CNC gefräst, Frischluftseite, Abgasseite wird vergrößert, damit dementsprechende Turbinen reinkommen können, um diese Leistung zu verpacken. Das Seriengehäuse ist aber irgendwann am Ende und da die Lagerung nicht besonders gut ist, haben wir uns dazu entschlossen, einen Garrett-Turbolader passend für dieses Auto zu machen. Also bei uns gibt es mehrere Garrett-Kits, ein Garrett GTX 3071 und ein GTX 3076. Einen, der bis 550 PS geht und einer, der bis 650 bis 700 geht. Wir haben bei uns in dem Fall den Lader drin für maximal 650 PS. Der hat im Prinzip von der Bauform her und von den Turbolader-Geometriegrößen, also von den Flügelrädergrößen, ist der genauso groß wie so ein 500er in so einem Upgrade-Lader. Bei dem ist so der Vorteil, das Abgasgehäuse ist größer, das Frischluftgehäuse ist größer, also man kann mehr Luft durch diesen Turbolader durchschieben, kriegt dementsprechend mehr Luft in den Motor rein und kann so halt auch mehr Leistung erzeugen. Was natürlich auch wichtig ist, großes Abgasrad, um auch viel Abgas aus dem Motor wegzubekommen. Weil alles, was am Abgas übrig bleibt im Brennraum, folgt keine saubere Verbrennung mehr danach. Dadurch, dass halt Restabgas drin ist, wird man niemals volle Leistung erzeugen. Man braucht halt immer reines Luft-Kraftstoff-Gemisch. Bei unserem 650 PS Umbau, klar, der Turbolader, wie gerade gesagt. Wir haben in dem Fall die große VW R600 Ansaugung drin. Unsere großen Metall-Chargepipes sind drin, Edelstahl-Chargepipes mit V-Bandschellen. Wir haben unseren Monster-Ladeluftkühler drin, unser komplett geändertes Kraftstoffsystem, Niederdruck sowie Hochdruckdüsen. Zündspulen sind andere, Kerzen sind andere drin. Ja, zum Motor habe ich ja vorhin schon erzählt, was wir gemacht haben. Also hier passiert schon mal nochmal eine deutliche Ecke mehr als bei dem 500 PS Paket. Das 500 PS Paket bieten wir mit TÜV an, sind optisch im Prinzip genau gleich die Kits. Man wird keinen großen Unterschied erkennen. Man kann beim 500 PS Paket natürlich genauso einen Ladeluftkühler einbauen, wenn man das möchte. Kostet halt ein paar Euro mehr, aber im Endeffekt, wenn man das Auto sowieso komplett auseinanderbaut, ich persönlich würde es immer machen. Was wir bei dem 650 PS Kit noch drin haben, anstatt bei dem 500, ist immer Wassermethanol. Wir bauen einfach Wassermethanol ein für die langen Vollgasfahrten. Gerade für jemanden,
jemanden, der versucht mit so einem Auto über 300 zu fahren, macht das schon echt Sinn. Wie man jetzt ja auch noch schön sehen kann, wir haben jetzt hier bei dem auch noch ein paar Zündspulen drin von APR. Die haben wir auch mal käuflich bei Jean-Pierre erworben. Grüße gehen wieder raus. Die machen doch nochmal einen deutlichen Unterschied zu den Serienzündspulen. Haben eine deutlich höhere Zündenergie, was natürlich einen großen Vorteil hat. Bei deutlich erhöhter Drehzahl mit mehr Zündung und mehr Ladedruck fällt es natürlich halt immer schwerer, den Zündfunken wirklich zu bilden. Klar, erstmal für die Kerze, aber die Spule muss natürlich auch erstmal die Energie aufbringen, um natürlich den Funken machen zu können. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr noch ein paar Fragen dazu habt zu dem ganzen Thema, wäre doch ganz cool, wenn ihr uns das mal in die Kommentare schreibt. Vielleicht drehen wir noch einen zweiten oder einen dritten Teil zu dem Auto. Und ja, weil wir haben nämlich auch noch gar kein offizielles Draggy-Video zu dem Auto. Wir haben nämlich noch gar keine 100-200-Messung gemacht. Das Auto ist schon ein bisschen länger fertig, da aber das mit dem TÜV alles so lange gedauert hat und wir noch so ein paar andere Sachen, ja, über die Zeit noch so ein paar Wehwehchen gefunden haben, die man noch verbessern konnte, haben wir da bisher noch nicht angegriffen. So, das würde ich sagen, gibt es aber in den nächsten Teil. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal.